Hin und wieder sollte man auch mal was Neues probieren. Das Cyberpunk-Genre ist in den letzten Jahren wieder viel beliebter geworden. Viele Spiele kommen in dem Setting raus. Zuletzt war natürlich das große Cyberpunk 2077-Debakel. Aber auch musikalisch passiert viel in die Richtung. Viele setzen sich mit Cyberpunk auseinander und die Bandbreite ist groß. Man hört Sachen in Richtung 80s Synthpop bis hin zu harten Elektro-Midtempo-Tunes. Ich finde diese Bewegung ziemlich spannend und habe mich auch letztens mal an so einen Midtempo-Cyberpunk-Track gewagt. Das ist das Ergebnis. Heute zeige ich euch, wie ihr so eine Art von Basssounds selber machen könnt. Dieser harte Midtempo-Style lebt von Verzerrung. Im Grunde werden alle Sounds durch irgendeine Art von Distortion oder Saturation gejagt. Genauso ist das auch mit dem Basssound, den wir heute machen wollen. Ohne Distortion klingt er nämlich ziemlich dünn und nicht wirklich speziell. Aber starten wir von vorne. In Serum nehme ich für Oscillator 1 den Mario Wavetable. Außerdem stelle ich direkt den Sub-Oscillator ein und schicke ihn direct out. In der Filtersektion nehme ich einen COM-Filter. Mit dem Filter kann man schon den Charakter vom Sound etwas erahnen. Im Effects-Tab nehme ich eine Distortion Unit, stelle Diode 2 Modus ein und Drive auf 100%. Jetzt nehme ich LFO1 und mappe den zum Distortion-Filter. Den Filter stelle ich auf einen Bandpass-Filter ein. Im Pre-Modus wird der Sound vor der Verzerrung schon gefiltert. So wird nicht gleich das ganze Frequenzspektrum auf einmal verzerrt. Zusätzlich mappe ich LFO1 zur Wavetable-Position und zum Filter-Cutoff. So bekommt der Sound schon etwas mehr Bewegung. Mit der LFO-Kurve und der Range könnt ihr natürlich rumspielen und viele verschiedene Ergebnisse erzielen. Wieder im Effects-Tab schalte ich einen Chorus für Stereobreite ein und einen Kompressor im Multiband-Modus. Danach nehme ich noch einen Low-Pass-Filter und definiere die Bewegung vom Sound mit LFO2 noch etwas mehr. Das war's erstmal in Serum. Fürs Post-Processing nehme ich ein Overdrive und verzerre alles ab ca. 3000 Hz. Jetzt kommt der Charakter vom Sound wirklich zum Tragen. Danach nehme ich noch einen Equalizer. Mit dem könnt ihr bestimmte Frequenzen noch betonen, wenn ihr wollt. Ein Flanger gibt dem Ganzen noch etwas mehr Bewegung. Als eine weitere Distortion habe ich Abletons Amp genommen. Ihr könnt natürlich irgendeine Art von Distortion nehmen, die ihr wollt. Mit einem weiteren Equalizer zähle ich noch die Frequenzen bei ca. 1000 Hz. Den Saturator am Ende der Kette benutze ich hier als eine Art Limiter. Der Sound klingt jetzt richtig gut aggressiv. Ich habe ihn aber noch mit einem zweiten Layer versehen. Und zwar mit diesem relativ unspektakulären Acid Sound. Der ist auch relativ schnell gemacht. Ihr braucht nur eine Sawwave und einen Filter mit hoher Resonanz. Und ein bisschen Distortion natürlich. In Serum schaltet ihr also einfach den Filter ein. Mit einem LFO1 Mapping zum Cutoff bekommt der Sound Bewegung. Den klassischen Acid Sound erreicht ihr, wenn ihr die Resonanz boostet und den Filter mit Filter Drive und Distortion weiter bearbeitet.
Ich habe den Sound mit ein bisschen Delay und einem Highpass-Filter finalisiert. Gelayert mit dem ersten Bass bekommt er nochmal eine gute neue Ebene dazu. Im Songkontext layert ihr die Sounds einfach mit lauten und verzerrten Drums. In dem Genre funktioniert es besonders gut, wenn ihr alle Sounds zu der Kick und der Snare sidechaint. Wie das funktioniert, zeige ich euch in dem Video hier unten. Wenn ihr Fragen zum Sound habt, schreibt sie unten in die Kommentare und ich beantworte sie so gut es geht.